H.P. Baxter. Als ich über Sie nachgedacht habe, wir haben uns ja ein paar Jahre nicht gesehen, Stimmt. habe ich mich erstmal gefragt, was ist an dem eigentlich noch ostfriesisch? Tja, das ist für einen selber immer schwer zu beurteilen. Also wenn ich würde jetzt dran als Erster denken, weil ich halt sehr viel Ostfriesentee trinke, das hat man so von der Kindheit mit übernommen und auch mit, als ich dann weggezogen bin, erst nach Hannover, nach Hamburg. Für mich gibt es aber morgens, bevor ich überhaupt ein Wort sage, erstmal einen Tee. Und vielleicht auch, dass man manchmal so ein bisschen ruhiger die Dinge angeht im ersten Moment. Also ich kann mich auch aufregen und so, ich kann auch in Wallung geraten, aber das dauert immer erst ein bisschen länger so. Ja, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man sie auf der Bühne erlebt. Wenn sie Musik machen, dann denkt man, was, der kann es auch ruhiger angelassen, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hatte das immer so sehr gegensätzlich, so Jekyll and Hyde. Also ich bin auf der einen Seite so eigentlich ruhig und mag auch oft gar nicht sprechen. Also ich habe auch so Momente, da bin ich auch menschenscheu und bin froh, wenn ich alleine oder mit wenigen Leuten zusammen bin, so sonntags zum Beispiel. Und dann wieder brauche ich aber auch Gesellschaft, da muss auch was los sein, sonst wird mir langweilig. Also das sind wirklich so ein bisschen so zwei, ja, gespaltene Persönlichkeiten. Wenn man sich vorstellt, was in Ihrem Leben los war, da wurden Techno-Partys am laufenden Band gegeben, und zwar Riesenpartys, also nicht um sich privat zu treffen, sondern ich sag nur, über 30 Millionen verkaufte Tonträger. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ist aber einfach mal ein Fakt. Und damit sich jetzt manche vorstellen können, was ich eigentlich meine, wenn ich sage, da geht die Post ab. Da ist Hyper und heute gleicher Mensch, kein bisschen verändert. Naja, also ein bisschen schon. Als ich Hyper sah, dachte ich, oh, das ist echt lange her. Was ist Ihr Hautpflegegeheimnis? Bitte? Was ist Ihr Hautpflegegeheimnis? Meine Haut? Ja, Sie sehen nicht gealtert aus. Ach so, ja, sind wir wieder beim Thema Ostfriesland. Sehr viel Landluft eingeatmet früher. Naja gut, und so ein bisschen, das macht natürlich schon so ein bisschen mal, das ist ja so, aber nicht übertrieben. Also ein bisschen Botox habe ich schon mal gemacht. Also Ja, ach so. Aber das ist ja eigentlich heute eher wie ein Friseurgang. Ja, aber ich habe eben gesehen, als Sie selber in den Monitor geguckt haben, haben es gesehen, mein erster Gedanke war, ich will da sofort hin. Jetzt in der Corona, also ich will sofort sowas erleben, dieses Gefühl. Petra Gerster kommt nicht mit, weiß ich. Also mir macht es ein bisschen Angst, ja. So eine Show macht mir Angst. Das ist so Walpurgisnacht, das ist irgendwie... Ja, weil man kommt da von außen betrachtet, macht das so sein. Aber wenn man da ist, das habe ich von vielen Zeugen gehört, die noch nie auf dem Scooter-Konzert und meinten dann, ja, jetzt verstehe ich das erst, und man wurde so animiert und plötzlich ist man da so drin und kann mal so alles rauslassen. Also für mich ist das immer eine Katharsis, selbst wenn ich auf der Bühne bin, so eine Reinigung der Seele. Ne? Und das fehlt mir natürlich jetzt extrem. Ja. Alles, was sich so anstaut an alltäglichem Ärger, alles, was nervt, das ist mit einem Schlag weg, wenn man so eine Show macht. Und auch als Zuschauer. Sie haben eben total beseelt geguckt, ganz glücklich haben Sie so bei dem zugeguckt, was vor Corona war und was nach Corona wieder sein wird. Ja. Das ist ja der Trost, den wir irgendwie alle haben, sofern wir es einigermaßen gesund überstehen. Mhm. Ja. Aber Sie haben eben gesagt, so ein bisschen Botox kann man ab und zu mal ein bisschen nachhelfen und so. Ja. Das Äußere war in Ihrem Leben immer extrem wichtig. Sie sind mittlerweile, auch wenn Sie in den Anfängen Ihrer Karriere oft auch so durch den Kakao gezogen wurden, ja, sind Sie Superstar. In Deutschland, da kann man gar nicht dran zweifeln. Aber Sie waren schon ganz früh darauf versessen, in Ostfriesland aufzufallen, durch Ihr Äußeres aufzufallen. In Leer, in der kleinen, beschaulichen Stadt Leer in Ostfriesland, ging dieser junge Mann, der noch nicht H.P. Baxter hieß, durch die Straßen, total aufgedonnert, mit Lippenstift, mit allem Möglichen, um die Blicke auf sich zu ziehen. Was war das? War das Rebellion oder Eitelkeit? Ja, also ich würde sagen, so eine Mischung. Also zum einen ist man in diesen jungen Jahren ja in so einer Identitätsfindungsphase eigentlich. Ne? Und ich fand immer alles so langweilig, und auch bei den Klassenkameraden, die waren auch alle so normal. Und ich habe immer was gesucht, so ein bisschen abseits vom Mainstream, wo ich mich irgendwie so wiederfinde. Und das war halt New Wave, New Romantic, Depeche Mode, und damals gab es diese Musiksendung Formel 1, man hatte ja nur eine Musiksendung, es gab kein Internet, nichts, und da hat man jeden Schnipsel gesammelt, was man mal so mitkriegte von irgendwelchen Stars. Und ich habe mir immer das Styling angeguckt, die Engländer waren ja echt immer weit vorne, das waren immer so meine Vorbilder. Und da war es normal, dass jeder hatte mindestens ein Kajal im Auge, Eyeliner, was weiß ich, die Typen, dann die Haare halt gefärbt oder diese asymmetrischen Frisuren. Ich hatte das auch teilweise unten rot, oben hellblond, und ich fand das total spannend. Ich glaube aber, dass Sie doch eine gewisse nervliche Belastung für Ihre Eltern dargestellt haben. Wenn mein Sohn in Leer in Ostfriesland so durch die Straßen so nach Hause kommt, denke ich mir, oh Himmel, was habe ich falsch gemacht?
Ja, das ist natürlich so, das ist dann ja eine Kleinstadt, da wird natürlich geredet, getuschelt, noch mehr vielleicht als in der Großstadt logischerweise. Und dann ist es ja so, dann werden natürlich die Eltern angesprochen, was denn mit deinem Sohn? Ist da irgendwas nicht in Ordnung oder so? Weil ich ging ja auch so durch die Fußgängerzone. Ich mochte auch immer so ein bisschen diese Aufmerksamkeit, diese Provokation. Man wurde wahrgenommen. Vorher ging man ja mit Bundeswehrparkern und langen Haaren so in der Masse unter. Da hatten ja alle sahen so aus. Und plötzlich war man irgendwie was Besonderes. Und das fand ich dann eigentlich ganz schön. Dieser Wunsch aufzufallen ist ja eigentlich geblieben. Das ist ja auch ein Motor gewesen, um in die Kunstrichtung zu gehen, also in die Musikrichtung zu gehen. Das waren ja auch schwere Anfänge. Also zwischendurch haben Sie, glaube ich, mal Ihre Gitarre verkauft und gesagt, das wird sowieso nix. Das wird niemals im Leben was. Was hat Sie dranbleiben lassen? Ja, also das hat sich recht früh bei mir eigentlich so verankert. Ich wollte unbedingt Musiker werden, Popstar, auf der Bühne stehen und das auch als einzigen Berufswunsch sozusagen. Das habe ich auch immer gesagt und meine Mitschüler damit genervt, die immer dachten, der spinnt. Und aber irgendwie habe ich da immer dran geglaubt. Hat ja anfangs noch so diesen jugendlichen Leichtsinn, diese Naivität, so ich werde es euch zeigen, aber wenn man wirklich knallhart dran bleibt und nicht nur träumt, sondern auch dran arbeitet. Ne? Susan nickt natürlich. Ja, ich habe ja auch dann schon eine Schülerband gehabt, ich habe immer Gitarre gespielt, ich habe es sehr ernst genommen und in der Kleinstadt, du kriegst es kaum Bandkollegen, weil die hatten immer andere Sachen, die wichtig sind. Fußball, Kino, dies, das und ich stand immer in diesem Übungskeller, meistens alleine. Und dachte, ich muss hier weg, ich muss in eine Großstadt, wo du halt Gleichgesinnte findest, die auch die Musik ernster nehmen. Aber das geht jetzt schon so viele Anfang. Ich habe es eben gesagt, die nicht ganz für voll genommen hat, sind Sie mittlerweile der Superstar. Albert Oehlen, auch ein Superstar der Malerei, hat Songtexte von Ihnen in seine Bilder einfließen lassen. Da gab es eine große Ausstellung in Hamburg. Oder Sie haben Thomas Bernhard eingelesen. Kommt man auch nicht unbedingt sofort drauf bei Scooter bzw. Baxter. Ja? Sind Sie der Meinung, Ihr Leben sollte eigentlich mal verfilmt werden? Ui, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wir machen jetzt gerade ein Projekt, eine Doku über Scooter. Da bin ich natürlich auch sehr oft zu sehen und da geht es auch um die Geschichte und da wird das auch mit erwähnt. Aber so ein Film, das sollte man vielleicht eher posthum machen, oder? Ja, so lange wollen wir nicht warten. Oder ein Musical. Das hat immer so was. Scooter, das Musical, wäre doch nicht schlecht. Wie? Scooter, das Musical. Ja, da warte ich noch ein bisschen. Bin gespannt auf die Songs. Im Moment fühle ich mich immer noch so mittendrin. Manchmal, wenn man zurückblickt, denke ich, oh Gott, das ist aber echt schon eine lange Zeit. Das nimmt man sonst gar nicht so wahr. Womit kann man eigentlich erklären, dass Ihr großer Erfolg gerade auch in Osteuropa so gigantisch ist? Ja, also wir waren von Anfang an sehr viel im Osten unterwegs. Das war natürlich schon in den neuen Bundesländern. Dann ging das weiter Tschechien, Polen, Ungarn, Russland, eigentlich der ganze Ostblock. Aber es war auch parallel immer Skandinavien, England, Schottland, Irland. Also wir waren viel so im Osten und Norden unterwegs, überall, wo es kalt ist. Ich habe mir immer gewünscht, Mensch, warum können wir nicht in Südspanien erfolgreich sein oder in Italien? Wir waren immer in der Kälte. Das ist interessant. Ja. Aber feiern beispielsweise, nehmen wir jetzt mal Russland, feiern die Menschen, die auf die Techno-Party gehen, feiern die da anders ab als beispielsweise in Dänemark? Würde ich nicht sagen. Also wenn das bei uns so als Maßstab, wenn nicht permanent alle Arme oben sind und alle springen, dann sagen wir, heute war es nicht gut. Weil das ist eigentlich, man hat sich so daran gewöhnt, dass von der ersten bis zur letzten Minute alle ausrasten, ne, und so mitgehen. Und das ist eigentlich übergreifend in allen Ländern so gewesen. Es gab mal einen Unterschied, wir hatten mal eine Phase in Asien und da haben die Leute nur so gesessen und dann irgendwann so geklatscht, da kam ich also gar nicht drauf klar. Also das gab es auch mal. Aber in der Regel ist das alles... Das ist wie Autokino. Ja. Genau. Ja, Autokino hatten wir auch letztes Jahr einmal und nie wieder, war aber ein lustiges Experiment. Naja, alle warten darauf, dass es weiter losgeht, aber Sie haben die Zeit genutzt und das neue Album geschrieben und raus ist heute, glaube ich, in die Charts gekommen sogar. God Save the Rave, ja, heute auf Platz 4 eingestiegen, hurra, hurra. Sehr gut. Nee, also das war ein Glück im Grunde genommen im letzten Jahr, dass wir sowieso vorgenommen hatten, also ein neues Album zu produzieren, hatten unendlich viel Zeit und das hat sich auch echt gelohnt. Also was ich mir überlegt habe, wenn jemand, der so drauf ist, also in diesen, ich sage jetzt mal Kesseln, was wir eben gesehen haben, würde ich als Kessel auch bezeichnen, wenn der ausgebremst wird und kann dann nicht mehr in den Kessel gehen, sondern sitzt zu Hause, okay, 2 Jack Russell sind ja eine schöne Beschäftigung. Was haben Sie außer mal ins Studio zu gehen gemacht? Tee getrunken?
Wie? Tee getrunken? Sehr viel Tee getrunken, aber auch sehr viel, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, irgendwo viel im Haus rumgewuselt, Sachen renoviert, entrümpelt, alles mal von oben nach unten auf den Kopf gestellt. Irgendwann ist das auch erledigt. Gut, dann bin ich wieder ins Studio gegangen. Da habe ich mich um Oldtimer gekümmert. Das ist so mein Hobby, was ich gern mag. Aber jetzt irgendwann ist auch jetzt... Wir haben dann 2 Autofreaks hier sitzen, eigentlich 3 mit mir. Genau. Was ist der schönste Oldtimer? Für mich immer noch der Jaguar E-Type. Ja. Und der Rolls-Royce Chinese Ice Silver Cloud 3. Ich muss aber jetzt mal sagen, die Beerdigung von Prinz Philipp, traurige Angelegenheit, auch Ja. die Queen da zu sehen, so alleine, das war schon sehr berührend. Aber die Limousine von der Queen, Aubergine Metallic, Bentley, Ja, Hammer. super. Das ich jetzt mal sagen. Ich liebe ja dieses englische, etwas gediegene, das ist ja immer schon so meins gewesen. Ja, ach so einer sind Sie. Ja, ich mag das so. Chesterfield und eben dieses wirklich klassisch Englische. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich dachte immer, im früheren Leben, vor 150 Jahren, muss ich mal in England gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hätte übrigens auch ich wollte schon sagen Leichenwagen, ist natürlich Quatsch, aber den Wagen, auf dem der Sarg transportiert worden ist, in Grün, den ja Prinz Philipp hat entwerfen lassen. Den Land Rover, ne? Den hätte ich auch genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Susan, lebensbejahende Persönlichkeit, vermissen Sie im Moment auch Partys? Ich vermisse ohne Ende Partys. Also ich habe seitdem den Monday Dance auf Instagram seit Anfang von Corona. Jeden Montagmorgen tanze ich im Wohnzimmer. Einfach für ein bisschen gute Laune und stecke damit andere an und motiviere sie gut in die Woche zu kommen. Ja, Ihr seid muss die Jüngsten in der Lösungen Runde. Partyentzug? Ja, ganz Ja. schlimm. Echt? Also ich habe ja tagsüber bin ich die seriöse Journalistin, aber am Wochenende liebe ich die Clubs, ich liebe die Festivals im Sommer. Einfach weil es einfach so etwas ganz anderes ist. Man bringt sich in andere Bewusstseinszustände, das geht auch ohne Drogen. Es ist einfach nur anderer Raum, andere Musik und man löst sich nur noch auf in Schall und also es gibt auch keine Körperlichkeit mehr. Ich finde, das hat tatsächlich was sehr Sakrales, Raven zu gehen. Das heißt, war eine von Ihnen schon mal auf dem Konzert? Wir waren beide bei dem Konzert. Wir waren unser letztes Festival war mit Ihnen. Das habe ich Ihnen vorhin auch schon gesagt. Aber wir waren auf dem Kosmonaut-Festival in Chemnitz. Und da haben wir gepodcastet. Und Scooter war der Überraschungsakt. Niemand wusste, dass die kommen. Und dann hat Herr H.P. Baxter die Bühne betreten und alle sind ausgerastet. Ja, und das war, glaube ich, so echt das letzte Festival. Ja. Es war nicht das letzte. Es war vorläufig das letzte, aber dann geht es weiter mit Ja. H.P. Baxter. Alles Gute, danke. Vielen Dank. Vielen Dank.